ist Sigmar Krause. Und genau vor 3 Monaten haben wir uns ein Projekt vorgenommen, nie wieder Rasenmähen. Da stand als erstes die Frage, welchen Mähroboter brauchen wir? Woher bekommen wir die besten Tipps, welcher für uns der geeignetste ist? Und da haben wir uns 4 Möglichkeiten rausgesucht. Das war einmal der Baumarkt, als nächstes das Internet. Wir wollten Freunde befragen, aber dann kam uns noch eine Idee, Gartenvereine, die müssen das wissen. Baumarkt als erstes war sehr ernüchternd, kann nur so viel sagen, probieren Sie es selber aus. In der Regel stehen da 1, 2, manchmal 3 Geräte. Und man hat das Gefühl, man bekommt gerade die Beratung zu dem Gerät, was gerade verkauft werden muss, gar nicht so geeignet. Aber das können Sie selber ausfinden. Hat uns aber auf eine gute Idee gebracht. Wir werden uns eine Liste anschaffen, wo die ganzen Eigenschaften drauf sind, die unser Roboter in Zukunft haben sollte. Das macht die Sache ungefähr einfacher. Zu der Liste kommen wir später nochmal, die haben wir dann, die sage ich Ihnen dann. Das nächste war Internet. Internet auch nicht so berauschend, da gibt es sehr, sehr viele Filme, wo man sich das eine oder andere angucken kann, aber in der Regel haben Sie das Gefühl, dass der Vertreter, der Hersteller da gerade sein Werbevideo dreht oder die Vergleiche, wenn Sie das mal so von verschiedenen Herstellern aneinanderreihen, passte überhaupt nicht. Irgendwie keine richtige Tipps für uns. Also haben wir das Internet uns zwar angeschaut, um unsere Liste zu vervollständigen, aber das war nicht so der richtige Weg für uns. Freunde war schon etwas günstiger, weil bei Freunden haben wir das eine oder andere erfahren können, die positiven, aber auch die negativen Eigenschaften von Mähroboter. Und da sind so einige Dinge rausgekommen, wo die manche gesagt haben, Mensch, das könnte meiner noch haben, das könnte er nicht. Also wieder ein Teil für unsere Liste, die die Eigenschaften vervollständigen. Ja, und dann bleibt noch mal eins, Gartenvereine. Das war eigentlich so, ich muss mal sagen, neben Freunde die erfolgreichste Recherche, weil da haben sie dann auch mal schon vom Nachbarn erfahren. Da gab es zum Beispiel eine Episode, da hat sich einer gedacht, ja, was ist das für ein Teil da näher, der ist so laut und kann man das nicht verbieten? Und solche Dinge kamen dann schon zum Vorschein. Also haben wir unsere Eigenschaftsliste, die ich mal so nennen möchte, vervollständigt. Und ich wollte jetzt mal Folgendes machen, ich hole mal die Liste, wonach wir uns dann letztendlich gerichtet haben. Also ich bin gleich wieder da, dranbleiben. So, da bin ich wieder mit unserer Liste, die wir ja zusammenstellen wollten, aufgrund der Besuche im Internet, im Baumarkt, bei Freunden, Bekannten, aber auch bei Kleingartenvereinen. Wichtigstes Kriterium ist die Größe des Gartens. Unser wird 650 Quadratmeter sein. Es gibt bereits Mähroboter für 400 Quadratmeter und weiterhin bis nach oben mehrere 1000 Quadratmeter, je nach Hersteller. Kaufpreis ist eine entscheidende Geschichte. Preis-Leistung sollte auf alle Fälle hier stimmen und danach sollte man auch den entsprechenden Roboter aussuchen. Geräuschpegel, sehr, sehr interessant. Wir haben verschiedene Nachbarn sprechen können, die sich beschwert haben für die Rasenmäher, die um die 70, 75 Dezibel hatten, stören vor allen Dingen in der Nacht. Also haben wir uns gesagt, wir brauchen einen, der weit runter liegt. Thema Sicherheit ist auch ganz wichtig. Hin und wieder wird was im Garten vergessen, Kinder lassen was liegen, besonders wenn Kinder spielen, wird aber angehoben oder weggetragen von Kindern oder sie haben Tiere, die lassen was liegen, dass hier die Sicherheit gewährleistet ist. Messer. Messer ist auch ein besonderes Thema. Wir haben feststellen können, umso größer die Roboter, umso größer die Messer. Das heißt aber auch, umso größer die Messer und Gewicht, umso lauter sind diese. Ja, das gibt also, wir haben hier Messer uns anschauen können, die so in der gleichen Ausführung waren wie beim normalen Benzin- oder Elektrorasenmäher. Die waren entsprechend laut. Es gab aber auch kleinere Messerarten, also eine kleine Scheibe mit drei rasierklingenartigen Messern dran. Die waren sehr leise. Sollte man da vielleicht ganz wichtig berücksichtigen. Thema Regensensor hat uns aber auch erst ein Gartenfreund drauf gebracht. Der war sehr stolz,
dass sein Mähroboter einen Regensensor hat. Da haben wir uns natürlich gefragt, wozu? Im Frühjahr hatten wir ja eine Woche, wo es täglich geregnet hat. Dann frage ich mich, wenn der einen Regensensor hat und fährt in seine Station zurück und ruht sich eine Woche aus, wie nach einer Woche der Rasen aussehen möchte. Gewicht ist auch ein ganz gutes Thema, da sollte man auch hinschauen, weil beim Gewicht, umso größer der Mähroboter, umso mehr Spuren hinterlässt er. Bei Drehungen, wenn es zu trocken ist, aber bei Drehungen, wenn gerade es geregnet hat, haben wir auch mit aufgenommen, sollte er also so leicht wie möglich sein. Bedienung und Komfort. Das ist auch mal so ein Thema für sich, gerade bei Bedienung. Wir Männer haben ja die Eigenschaft, ungern eine Bedienungsanleitung zu lesen. Haben wir auch einen gefunden, also letztendlich haben wir ja einen gefunden, der dieser Sache gerecht wurde. Wenn wir alles untereinander geschrieben haben, sind wir zu einem Punkt gekommen, der ist ganz, ganz wichtig. Zuverlässigkeit. Ja, wie zuverlässig. Also viele haben uns auch berichtet, sie kommen nach Hause, Störung vom Roboter. Das ist natürlich nicht schön. Sie fahren im Urlaub, kommen aus dem Urlaub zurück. Der hat seine Arbeit nicht verrichtet. Egal, was der alles besitzen sollte, ob er eine App hat oder er macht nochmal den Rand, er mäht nochmal den Rand. Für uns stand eins. Nach unserem Kauf. Er soll nur eins machen. Er soll den Rasen mähen. Alles andere ist Luxus, was man nicht unbedingt braucht. Also haben wir uns hier eher für die Zuverlässigkeit entschieden, weil das, denke ich mal, ist das wichtigste Kriterium für das Thema nie wieder Rasen mähen. So, die Eigenschaftsliste haben wir jetzt durchgesprochen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie unser Grundstück aussieht. Und da haben wir im Vorweg schon mal gehabt, dass es vielleicht das eine oder andere Problemchen geben könnte, weil wir haben ja zwei Möglichkeiten, die wir uns aussuchen. Entweder wir suchen uns einen aus, der nach Zufallsprinzip arbeitet, so ungefähr, oder wir entscheiden uns für die Variante, ja, da waren wir uns noch nicht so einig, weil wir haben folgende Probleme. Wir sehen ja, wir erstmal auf der Skizze das Grundstück. Wir haben hier oben links einen Carport. Dann geht hier ein Gartenstreifen bis unten runter. Da haben wir auch hier gleich den Anschluss Pumpe, wo auch eine Bewässerung angeschlossen ist, aber auch gleich die nächste Steckdose wäre. Wäre also der Punkt für hier die Ladestation hinzubauen, sehr geeignet. Aber wir haben so ein paar Kriterien, die etwas schwierig sind. Baum wäre vielleicht nicht so ganz das Problem, aber hier haben wir schon mal eine Durchfahrt, die ist unter 60 cm, also es dürfte hier ein paar Probleme geben. Wir haben hier einen Pool, da ebenso, da hier hinter etwas Probleme geben könnte, auch so um die 60 cm. Da haben wir uns gefragt, der muss da durch, also es geht nicht anders, der Teich ist nun mal da. Der Pool ist da, dann haben wir hier nochmal zwei Bäume, okay, das wäre nicht ganz so tragisch. Um Wohnhaus herum der Gehweg zum Eingang. Wir müssen also nochmal so knapp über 1 Meter Gehweg aus Beton drüber weg. Dann haben wir hier vorne das Grundstück, also ich glaube, wir sind schon einige Meter rum. Und das größte Problem ist, wir kommen hier nicht drüber weg. Das geht gar nicht, weil hier noch etwas Garten ist. Wir kommen über die Strecke überhaupt nicht drüber weg, weil er wurde über den Gehweg und würde sich wahrscheinlich erstmal hier so verfangen, egal ob dem Prinzip oder dem Prinzip. Also haben wir eine Strecke, die einfach mal bewältigen muss um das Haus herum. Und das waren eigentlich die Kriterien, die wir hier haben. Also der Teich darf logischerweise nicht berührt werden. Um den Pool herum, mit dem Baum ist nicht das Problem. Ansonsten haben wir einmal außenrum Rasenkantensteine, das ist hier die Hecke. Da ist sowieso frei nach unten rein. Also da war die Herausforderung, um jetzt den richtigen Mähroboter zu finden. Wir haben ihn gefunden, ist schon versprochen, aber dazu kommen wir gleich. Und angekommen im Garten von meinem Kumpel. Wir werden heute den Mähroboter hier aufbauen. Den haben wir schon mal vorsichtshalber angeschlossen an der Ladestation, damit er laden kann.
Ein bisschen Zeit brauchen wir, dass wir natürlich gleich nachher loslegen. Wir haben den Karton schon komplett ausgepackt. Wir schauen mal, ob alles drin ist. Kabel für das Verlegen der Schleifen. Wir haben 4x Klammern, auch alles dabei. Dann haben wir die Aufkleber, dass er alarmgeschützt ist, haben wir auch dabei. Eine kurze Anleitung für den Aufbau. Dann haben wir natürlich eine Bedienungsanleitung dabei. Da fällt mir eine Geschichte ein. Im Internet war jemand, der meinte, das war übrigens ein Herr, der meinte, diese Bedienungsanleitung sehr umständlich geschrieben zu sein. Finde ich, weiß nicht, als Mann, wie sollte das rausgefunden haben? Ich habe noch keinen Mann kennengelernt, der jemals eine Bedienungsanleitung gelesen hat. Also, was machen wir damit? Brauchen wir nicht. Wir kriegen das so. Nein, es wäre nicht Gardena, wenn Gardena nicht was dabei hätte, unsere zweite Lieblingsbeschäftigung, DVD schauen. Und ich habe jetzt hier eine DVD, die gehe ich mir jetzt angucken. Und mein Kumpel, der darf dann mal schon die Heringe einschlagen. Hier ist sein wichtigstes Gerät. Leg los und ich werde mir ein Filmchen anschauen. Bitte schön.